Der Held dieses Videos ist die Authentizität. Ich erkläre, welche Rolle Authentizität am Vorstellungsgespräch spielt und warum die Chemie zwischen Bewerber und Unternehmen wichtiger ist als nur technische Fähigkeiten. Außerdem beschreibe ich den Unterschied zwischen einem perfekten Lebenslauf und der tatsächlichen Eignung für das Team oder das Unternehmen. Denn als Freiberuflerin endete mein schönstes Interview mit den Worten: Die Chemie wird entscheiden. Ich habe den Auftrag als Business-Englisch-Lehrerin bekommen. Der Konferenzraum war still, fast gespenstisch leer. Die Stühle ordentlich um einen großen Tisch, als würden sie auf das wichtige Ereignis warten. Mein letztes Vorstellungsgespräch. Meine Unterlagen lagen bereit. Jeder Zettel erzählte von meiner beruflichen Laufbahn, meinen Hoffnungen und meinen Bemühungen. Gegenüber saßen der Abteilungsleiter und der CEO. Ihre Blicke waren neugierig und distanziert zugleich. Ich wusste, dieser Moment war entscheidend. Ich hatte jede technische Frage gemeistert, meine Fähigkeiten gezeigt, Herausforderungen gelöst. Doch dann schloss der CEO meine Akte. Plötzlich fragte er: Erzählen Sie uns von einem echten, chaotischen Misserfolg. Die Frage hing schwer in der Luft. Es ging plötzlich nicht mehr um perfekte Lebensläufe, sondern um Charakter. Wie gehe ich mit Fehlern um? Das war meine Chance, meine wahre Persönlichkeit zu zeigen. Ich erzählte von einem frühen Projekt, von meinem Übermut, von Fehlern und schmerzhaften Lektionen. Von schwierigen Gesprächen und dem langen Weg, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Während ich sprach, löste sich die Anspannung am Raum. Wir lachten sogar über den alltäglichen Stadtverkehr. Aus einer formellen Prüfung war ein menschliches Treffen geworden. Am Ende beim Händeschütteln spürte ich: Hier ist eine echte Verbindung entstanden. Manchmal ist die wichtigste Prüfung nicht das perfekte Fachwissen. Es geht darum zu zeigen, wer man wirklich ist, wenn die Masken fallen. Der Händedruck war mehr als nur ein Abschied. Es war das stille Signal, dass wirklich etwas passiert war. Ehrlichkeit und Menschlichkeit. In diesem Moment wurde mir wieder klar: Bei Vorstellungsgesprächen zählen nicht nur Qualifikationen. Es geht, wie damals in der Personalberatung, auch um Chemie. Um diesen Moment, in dem Persönlichkeiten wirklich aufeinandertreffen. Diese Verbindung macht am Ende den Unterschied. Sie entscheidet darüber, ob aus einem Bewerber ein echtes Teammitglied wird. Wir bauen unsere Lebensläufe wie kleine Festungen. Doch ein perfekter Lebenslauf garantiert keine perfekte Passung. Unternehmen suchen Menschen, nicht nur Kompetenzen. Ihr Lebenslauf öffnet ihnen vielleicht die Tür, doch Humor, Einfühlungsvermögen und der Umgang mit Druck zählen viel mehr. Die eigentliche Herausforderung kommt erst am Gespräch. Dann zählt, wer wir wirklich sind. In unserer Mimik, unserem Blickkontakt, unserem Lachen. Dann suchen beide Seiten nach Chemie, nicht nur nach Kompetenz. Und das ist alles andere als Magie. Es ist das Bauchgefühl, das sofort entsteht. Ein Lächeln, eine entspannte Haltung oder andere nonverbale Zeichen vermitteln Sicherheit und Vertrauen. Unser Gehirn erkennt solche Signale sofort, noch bevor wir sie bewusst wahrnehmen. Das prägt Vertrauen und Komfort. Wer sich so zeigt, wie er ist, mit Stärken und Schwächen, baut echte Verbindungen auf. Das ist wichtiger als jede technische Perfektion. Lachen, ehrlich sein und offen über das Scheitern sprechen. So entsteht echte Sympathie. Letztendlich ist der Lebenslauf nur die Eintrittskarte. Die Entscheidung fällt oft für den Menschen, der persönlich überzeugt und einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Chemie ist das Fundament des Vertrauens und die Basis für eine echte Zusammenarbeit. Keiner ist perfekt. Und das ist auch gut so. Wichtig ist, ehrlich und authentisch zu sein mit allen Stärken und Schwächen. Genau das macht uns unverwechselbar. Ein Unternehmen ist wie ein Orchester. Jeder ist ein Musiker. Technische Fähigkeiten sind wichtig, aber erst durch das Zusammenspiel entsteht Harmonie. Der Personalchef ist der Dirigent und sucht Teamplayer. Das Ziel ist ein Team, das größer ist als die Summe seiner Teile und aus Menschen mit vielfältigen Persönlichkeiten besteht. Kulturpassung bedeutet nicht, dass alle gleich sind. Es geht vielmehr darum, ein dynamisches, kreatives Team zu schaffen. In einer Welt voller Algorithmen und perfekter Profile ist Authentizität entscheidend. Das Gespräch ist die Bühne, auf der sie sich echt und ungekünstelt zeigen können. Interviewer spüren, wenn jemand eine Rolle spielt. Sie merken aber genauso, wenn jemand echt und neugierig ist. Vorstellungsgespräche sind kein Verhör, sondern ein gegenseitiges Kennenlernen. Stellen Sie eigene Fragen. Teilen Sie echte Erfahrungen. Wenn Sie ehrlich sind, lädt das die andere Person ein, sich ebenfalls zu öffnen. Und schon wird aus dem Gespräch eine echte Begegnung.
Chemie lässt sich nicht erzwingen oder vortäuschen. Sie entsteht von selbst oder eben nicht. Und manchmal, trotz aller Mühe, passt es einfach nicht. Es fehlt das gewisse Etwas. Dann sollten wir das akzeptieren und weitersuchen. Das ist keine Niederlage. Es zeigt nur, dass es hier nicht passt. Der richtige Job ist dort, wo Persönlichkeit und Talent gefeiert, Stärken erkannt und Schwächen akzeptiert werden. Dort können Sie wachsen und sich wohlfühlen. Ein verpasstes Jobangebot ist oft kein Rückschlag, sondern eine Umleitung, die Ihnen die Chance bietet, neue Wege und Gelegenheiten zu entdecken. Ein verpasstes Jobangebot ist also keine Niederlage, sondern eine Chance. Der Auftrag, den ich bekam, wurde zu meinem beruflichen Zuhause. Meine Kunden schätzten Authentizität und echte Verbindungen. Ich wurde nicht nur die Englischlehrerin, sondern bin noch heute mit dem Unternehmen verbunden. Vertrauen Sie auf Ihre Fähigkeiten und Ihre Intuition. Seien Sie authentisch. Ihre Qualifikationen öffnen Türen. Ihr Charakter sorgt dafür, dass Sie bleiben. Wenn die Chemie stimmt, werden Sie es wissen. Dann werden Sie sich zu Hause fühlen und aufblühen können.